Wir sind hier gerade in Vietnam. Man ist so komplett overwhelmed irgendwie. Und Songtrip ist für mich die Chance, meine gewohnte Umgebung komplett zu verlassen und mich einfach auf etwas Neues einzulassen. Aus allem, was ich hier erlebe, wächst nach und nach eine neue Version meines Songs. Heißt, mit einer neuen Sprache, mit neuen Rhythmen, anderen Instrumenten. Und den werden wir am Ende an einem besonderen Ort performen. Wo? Weiß ich noch nicht. Okay. Gemeinsam mit den anderen deutschen Artists schaut sich Nico Santos seine Reise zum ersten Mal an. Es überspringt die kulturellen Unterschiede. Ja. Das macht man jetzt aus dem Ja, genau. Willkommen zu Nico Santos Songtrip nach Vietnam. Was ist denn jetzt schon wieder? Du kannst alles, Nico. Nee. Xin chào Nico Santos. Chúng tôi là Mai Chí Công và nghệ nhân nhân dân Hoàng Bích Hồng. Và hy vọng là Nico về Việt Nam thì sẽ tìm hiểu cùng chúng tôi tìm hiểu văn hóa, truyền thống cũng như là phong tục ở Việt Nam và đặc biệt nhất là âm nhạc Việt Nam sẽ như thế nào. Nico Santos featuring Vietnam. Gott, sind die süß. So süß. Ja, ey, es war wunderschön. Und genau, jetzt hat man gerade eben schon die beiden Künstler gesehen, mit denen ich Musik machen durfte. Ich glaube, in so einer kurzen Zeit habe ich noch nie so viel erleben können, wenn es um Musik geht. Und wenn Nico Santos das sagt, hat das etwas zu bedeuten. Das ist einfach crazy, was wir hier machen. Ein Ausnahmekünstler, der Pop konstant neu denkt. Seine Songs sind eingängig und treffen den Zeitgeist. Nico Santos ist mehr als ein Sänger. Ich kann zum Beispiel 20 Charaktere von SpongeBob kann ich aufzählen. Er spielt Klavier, schreibt eigene Songs und produziert sie. Mit Tracks wie Rooftop, Safe oder Better steht er regelmäßig an der Spitze der Charts. Also, Mit seinem Hit Play with Fire, einem Song über Spannung, Mut und Kontrolle, reist er nach Vietnam und entfacht mit neuen Einflüssen ein kreatives Feuerwerk. Warst du eigentlich Ja. mehr am Land oder warst du... beides. Und das werden wir gleich sehen. Deswegen ist es für mich Hanoi City. Hanoi. Ja, genau. Also Wart ihr schon mal in Vietnam? full on. Ja. Ich auch nicht. Du, Peter? Ich war noch nie da. Auch noch nie da. Es ist unglaublich laut. Es ist unglaublich viel, unglaublich viele Menschen und draußen und Essen und allem, was man sich so vorstellen kann. Wir sind hier gerade in Vietnam, in Hanoi. Das ist das erste Mal für mich so richtig in Asien, das aufzusaugen, diese Kultur zu sehen. Es riecht sehr doll nach Kohl oder so. Ich glaube, was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass ich so viel von der echten vietnamesischen Kultur mitnehme. Da ist schon sehr viel Bauchkribbeln dabei. Während anderswo noch geschlafen wird, beginnt in Vietnam längst der Tag. Garküchen öffnen, Dampf steigt auf, Stimmen, Motoren und Schritte verschmelzen zu einer Klangkulisse. In Metropolen wie Hanoi und Ho Chi Minh Stadt prägen Millionen Motorroller das Straßenbild. Das wichtigste Verkehrsmittel in einem Land mit fast 100 Millionen Menschen. Über 60% der Bevölkerung ist unter 35. Vietnam ist jung und ständig in Bewegung. Über 1600 Kilometer erstreckt sich das Land entlang der Küste Südostasiens. Im Norden, rund um die Stadt Sapa, leben viele der insgesamt 54 ethnischen Gruppen. Jede mit eigener Kultur und Musik. Musik gehört hier zum Alltag und erzählt meist von Natur, Arbeit und Gemeinschaft. Und noch eine Sache ist unverzichtbar. Vietnam ist zweitgrößter Kaffeeproduzent der Welt. Man trinkt ihn gern und viel. Oft mit gesüßter Kondensmilch. Ein kräftiger Start in den Tag. Das finde ich so geil. Wenn ich jetzt hier in Hanoi bin und einfach so durch die Straßen laufe, muss ich schon sehen, es ist sowieso ein synchronisiertes Chaos. Und das liebe ich. Irgendwie überall, wo man guckt, es sind Eindrücke und man hört es wahrscheinlich. Alles ist Hupen und alles ist so. Es ist viel, aber es ist sehr inspirierend dadurch. In den nächsten 5 Tagen freue ich mich, glaube ich, am meisten, ganz viele Sachen zu erleben, die ich so noch nie erlebt habe. Vor allem musikalisch.
und schlauer nach Hause zu gehen, als ich hierher gekommen bin. Ich bin Tumi, ich bin heute der Local Guide für Nico. Es ist jetzt 5:30 Uhr und wir werden jetzt Nico mal aufwecken. Nein! Thuy My, Singer-Songwriterin und Produzentin, geboren in Deutschland mit vietnamesischen Wurzeln. Ihr Sound bewegt sich zwischen R&B, Soul und Rap. Mit ihrem Wissen über die Musik, Szene und Kultur vor Ort ist sie die perfekte Local Guide und genau die richtige an Nikos Seite. In den Hotels? Ja. No way! Ist ja fies. Da wirst du jetzt aufgewacht mit Kamera. Guten Morgen, Nico! Guten Morgen. Hi, Tumi, freut mich. Nico, freut mich sehr. Gut geschlafen? Nee, noch nicht. Ich bin noch sehr im Jetlag, aber ich habe gehört, ich soll mir was Sportliches anziehen. Ja, wir machen jetzt erstmal eine Runde um den See. Let's go, ne? Übrigens, Happy Lunar New Year. Happy ne? New Year. Ja. Wir gehen jetzt zum Hoan Kiem Lake und da findet jetzt morgens sehr viel Morgensport statt. Nein! Das ist ja... Die haben gestern noch gefeiert und sind jetzt am Joggen. Das ist nicht schlecht. Ja. Um 5 Uhr morgens joggen geht. Nein, ist das süß. Ja, alles für alle. Morgensport ist jetzt nicht so meins. So, und dann klopft Thuy My um 5 Uhr morgens an meiner Tür. Ich komplett im Jetlag noch drin. Keine Minute geschlafen. Ist anstrengender, als es aussieht. Wenn du 100 Mal davon machst, Ich merk's jetzt schon, leider. irgendwann. Oh, jawohl! Sehr gut! Ciao, ciao. Xin chào. Xin chào nữa. Ja. Sag mal, chúc mừng năm mới. Chúc mừng Chúc mừng năm mới. năm mới. Yeah. Chúc mừng năm mới. Yes! Ja, chúc mừng năm mới. Was habe ich gesagt? Ja, frohes Neues. Ah. Man fühlt sich direkt besser. Ja. Also, Wow. das war komplett crazy. Das ist absurd. Erstmal, als wir diese Reise gebucht haben, das war ja eigentlich, okay, das ist der Zeitraum, wo ich Zeit habe, ohne zu wissen, dass da das asiatische Neujahr ist. Und dann nachts merke, okay, oh, jetzt, ich muss langsam mal schlafen, weil morgen geht's ja irgendwann dann los. Und dann war Silvester. Und natürlich, wir waren full on in Hanoi. Die Straßen voll mit Leuten, die bollern. Jedes Hotel hat alles in die Luft hochgejagt. Also du hast gefeiert richtig bis 5:30 Uhr? Nein, nee, ich habe nicht gefeiert. Ich konnte einfach nicht pennen, weil die Leute gefeiert haben. Um 5:30 Uhr, das Erste, was du machst, ist an den See zu laufen und Frühsport zu machen. Und ich muss sagen, ich habe mich danach viel besser gefühlt. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. So, jetzt sind wir da. Willkommen in Van Mio. Gut zusammen. Bang Neo. Van Mio ist der Literaturzempel. Der hat auch eine etwas spirituelle Seite an sich. Und da jetzt halt auch Neujahr ist, ist es halt auch üblich in der vietnamesischen Kultur, da im Tempel seine Wünsche für das neue Jahr zu äußern. Und wir Und wir geben gleich unsere Opfergaben ab. Opfergaben. Okay. Genau. An die Ahnen, Menschen, die einfach vor uns gelebt haben Okay. und uns die Möglichkeit gegeben haben, jetzt so ein Leben zu führen, wie wir es heute führen können. Ja? In der vietnamesischen Kultur sind auch die Verstorbenen noch immer ein fester Bestandteil der Menschen und vor allem zu Festtagen wie diesen wollen wir halt mit den Opfergaben den ganzen Geistern zeigen, okay, ihr seid willkommen, nehmt teil an unseren Festen.
Super. Cool, ne? Jetzt bei der Opfergabe, denkst du da gerade an jemand Bestimmtes? Ja. Ich habe da in dem Moment an meinen verstorbenen besten Freund gedacht, der leider sehr, sehr früh von uns gegangen ist. Ich glaube, da waren wir beide 15 und genau, wenn ich bete, dann bete ich eigentlich zu 100% zu ihm. Intens. Intens, ne? Das war intens. Ist direkt nach der Opfergabe haben wir noch eine kleine Überraschung für Nico. Wollen wir mal schauen, was es ist? Dáng mây trôi sớm mai, Việt Nam trong tôi rất đẹp. Nhìn về quê hương dấu yêu, tôi yêu Việt Nam của tôi. Việt Nam tôi đó, ngàn năm sáng tươi. Việt Nam tôi đó, ở trong trái tim. Tình yêu tôi mãi dành cho nước Nam. I wanna say I love Vietnam. Oh Gott, das ist ja wirklich kompliziert. Danbau ist eine Seite nur. Danbau. Danbau. Nice. Thank you, thank you. Thank you, thank It's you. great to see you. It's great Thank to see you so much. Nico. So nice. so much. What's your name? My name is Mai Qi Gong. Mai Qi Gong? Yeah, So cool. I'm a singer, songwriter, and producer. Nice. Let's go. Mai Qigong fällt schon als Kind durch seine Stimme und seine Bühnenpräsenz auf. Erste Aufmerksamkeit erhält er durch The Voice Kids und Vietnam Idol Kids. Heute steht er für die junge Generation vietnamesischer Musik. Der Dun Bo, eine traditionelle Einseitenzither, verleiht er einen modernen Klang. Seine Cover erreichen Millionen Klicks auf Social Media. You want to play it? Let's try. Yeah. If you want to do it here. It has only one string, and Yeah. and you use this stick. And this is to create. bend, yeah? It's the bend. Yeah. Bandit. Die Technik davon ist eigentlich, das zu zupfen und mit der Unterfläche der Hand gleichzeitig diese Seite zu zupfen, mit beiden. Aber wenn du einfach sie nur zupfst, ohne die Hand, dann passiert gar nichts. Boah, ist schwer. Schwer, ne? Aber ich nehme mir vor, bis ich hier weggehe, kommt noch eine schöne Note raus. Oh. Ja, ganz leise. But yeah, wow, this is... To play a solo like with this is insane. Thank you so much. Der Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, ist ja, damit man nicht stehen bleibt, damit man nicht nur eine Sache macht für den Rest seines Lebens. Und solche Eindrücke, die man jetzt so hier gewinnt, das sind die Sachen, warum man angefangen hat. Und ich habe wieder das Gefühl so, okay, kurzer Reset und jetzt fängt quasi so eine neue Art Musik machen an. Wow. Ich finde es so cool, das jetzt auch so zu sehen, bei Mai Qi Gong einfach so das alte, traditionelle vietnamesische und das Neue irgendwie super, super gut verkörpert und super vereint. Und der ist ja, einfach ein unglaublich talentierter Typ. Ich wusste ja nicht, wie viele Künstler kommen. Ach, du wusstest? Nee, das wusste ich also nicht. Ich habe gesagt, ich will mich komplett überraschen lassen, ich will nichts wissen. Ja, absolut. Genau das Gleiche bei meiner Reise. Ich habe gesagt, ich recherchiere gar nichts. Nix. Ich will es alles in der Moment erleben. Aber ich finde es toll, dass du es auch gemacht hast. Ja, ich habe gesagt, ich will nichts wissen. Ja. Dann kam Mai Qi Gong und was wir dann als erstes gemacht haben, uns quasi zu beschnuppern, uns kennenzulernen, war, klar, in eine Karaoke-Bar zu gehen. Natürlich. Natürlich. Bitte. I think we want to hear you sing, Nico.
karaoke. No way. For real? Yeah. No way. Really? Yes, sir. I love this. Karaoke. Go. Goldene Fahrstuhl. Wow, okay. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah. Ich will Limos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nicht. Ich will alles von mir sehen. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und ein White Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Cannabis und ein Whiteberry Lillet. Whiteberry Lillet. Nice! Yes. Jetzt kommen wir dazu, nämlich in Vietnam ist Karaoke natürlich zu riesig singen da. das Ding. Und das ist Ehrlich? so lustig, wirklich. Wir waren in den tiefsten Dörfern irgendwo im Nirgendwo. Morgens 7 Uhr. 14 Leute, Familienfeier. Alle singen so laut es geht für alle Ehrlich? Karaoke. Ey, no ich bin way. morgens aufgewacht, ich so, was ist denn jetzt schon wieder? Und ach krass, ja, diesen am das ist Karaoke singen, ja, das ist halt so ein Ding. Ich finde das Beste bei Karaoke ist immer, dein Kopf sagst, du kannst es. Das ist so krass. Und deine Stimme sagt halt, bist du wahnsinnig. Ja. Warum ich diesen Song auch angemacht habe, ist einer meiner, ich sag mal, liebsten Produzenten, mit denen ich arbeite, ist ein junger Mann namens A-Side. Und A-Side hat unter anderem Whiteberry Lillet mitgeschrieben und produziert. Ja. Also der macht querbeet, auch sehr, sehr viel mit mir. Und ich so, A-Side, du musst mit mir nach Vietnam fliegen. Und der hat das wirklich gemacht. Und ich bin unfassbar glücklich, dass er auch mitgekommen ist. Nice. Ja. Man kann nie alles gehört haben, man kann nie alles gesehen haben und allgemein als Inspirationsquelle finde ich es super interessant und bin auch sehr gespannt, was ich heute noch an Klängen hören werde, an Instrumenten sehen werde, die ich vielleicht noch nie vorher in meinem Leben gesehen habe. Ich will Immos, ich will alles, ich will A-Side ist nicht nur ein unglaublich guter Freund in den letzten Jahren geworden, er ist auch, ich würde sagen, einer der Produzenten, der gleichzeitig das macht, was ich in dem Moment denke, was man machen könnte bei einem Song. Und deswegen wusste ich, wenn einer nach Vietnam kommen sollte, dann er. Denn er ist unfassbar musikalisch. Der hat eigentlich immer die perfekte Idee im perfekten Moment. Wow, hallo. Xin chào. Nice to meet you. Wir sind jetzt in Thái Nguyên, Ja. was super bekannt ist für den 5-Sterne-Tee. Dạ, con giới thiệu với các cô đây là bạn Nico Santos, bạn là ca sĩ ở bên Đức. Cô Xây rất là quý và cảm ơn các bạn đã từ bên Đức mà sang tới Việt Nam, rất là yêu quý cái dân tộc của Việt Nam. Gaban. Gaban? Gaban. Gaban. Thi Bích Hong ist eine der bedeutendsten Bewahrerinnen der Ten-Tradition in Vietnam. Ten ist eine spirituelle Kunstform aus Gesang, Poesie und Ritual. Begleitet wird sie mit der Dan Ting, einer Langhalslaute. Den Ten-Gesang und das Spiel des traditionellen Instrumentes beherrscht die Vietnamesin seit über 60 Jahren. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz wird die über 70-jährige Sängerin als Volkskünstlerin ausgezeichnet. Einer der höchsten staatlichen Ehrentitel für die Bewahrung traditioneller darstellender Künste.
bài hát kia thì là cái bài đầu tiên ý, là bài cổ truyền của dân tộc Tày Nùng của cô. Là mỗi khi đến Tết đến xuân về thì các thầy đi làm lễ ở các nhà sàn, ở các đồng bào ở từng gia đình sẽ là hát những cái giai điệu vào những cái cầu may, cầu mắn, rồi cầu lộc, cầu tài cho gia đình được tốt đẹp và tăng gia sản xuất được nhiều của cái bình an. So, das, was sie gerade gemacht hat, ist uns Umschläge zu überreichen mit Geld. Und die habe ich auch hier. Ach, mit Geld? Ja. Und wenn man das quasi gibt, dann wünscht man dieser Person ganz viel Glück, Frieden und Liebe und alles, Gesundheit fürs nächste Jahr. Da sind ganze 1000 Dong drin, umgerechnet 3 Cent. 1000 Dong? 1000 Dong. Nice. Ja. Sind die echt? Ja, die sind echt. Die sind echt. Die sind echt, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Das ist ja wunderschön. Und ich glaube, wir kommen jetzt dazu, dass wir von ihr auch eingeladen worden sind. Und das vor allem für mich eins der schönsten Momente war das Essen, was wir da hatten, weil wir wurden quasi von denen bekocht und durften da sein. Und es war mit Abstand das beste Essen, was ich gegessen habe in dem ganzen Trip. Weiter geht's. Nice. Nach der Teezeremonie bin ich raus und Nico und ich hatten irgendwie beide so, hörst du das auch? Was hörst du? Und dann bin ich einmal die Straße runtergelaufen und habe mein iPhone rausgeholt und dachte, ich nehme jetzt einfach mal auf. Wenn ich mal singen würde. Perfekt. Wow. Chúc mừng năm mới. Das war so cool, weil wir saßen alle auf dem Boden, ihr habt's gesehen. Und da habe ich erst gemerkt, meine Güte, bin ich ungelenkig. A-Side, nach 5 Minuten. Habe ich auch gedacht, wie lang sitzt du da? Ja, aber 2 Stunden. Die Einheimischen, die haben sich nicht einmal gerührt. Da habe ich erst gemerkt, wie steif wir Deutschen wirklich sind. Oder? Ich finde es schöner an den ganzen Songtrip ist halt tatsächlich da hinzukommen, wo man sonst nicht hinkommen würde. Ja. Und diese Klangschale zusammen, irgendwie so deine Liebe zur Musik, ihre Liebe zur Musik, das überspringt dann die kulturellen Unterschiede. Ja. Weil das ist ihr gleich. Ja, weil es auch ein Zeichen von unglaublicher Toleranz und Souveränität. Ja. Das ist ein guter Punkt, weil die sind wirklich, egal wo du warst, du hast immer so eine Souveränität, das ist alles gut und so. Und egal was für Schwierigkeiten haben oder wir hatten, es war nicht so schlimm. Wir sind von Cahons zu Hause nach Sapa gefahren. Ja. Und um da hinzukommen, jeder Deutsche muss lachen, weil das waren nur 200 Kilometer und wir haben 8,5 Stunden gebraucht. Wow. Es war das verrückteste Wetter überhaupt. Die Straßen sind so hubbelig und nicht ganz befahrbar. In den schwierigsten Kurven sind unsere Fahrer auch mal links gefahren und du dachtest die ganze Zeit nur so, okay, mein letzter Moment ist jetzt gekommen. Und dann sind wir irgendwann angekommen, ich glaube um 3 Uhr morgens. Hast du viel Schlaf gehabt in der Zeit? Nicht viel Schlaf, aber dafür halt unglaublich gute Zeit, unglaublich viel erlebt. Wir sind jetzt in Sapa. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, Nico abzuholen. Und zwar ins Studio, damit er halt auch mal zum ersten Mal für die Local Artists performen kann und wir da endlich mal im Studio arbeiten können. Hello, hello. Also ich finde, Performen vor wenigen Menschen ist für mich immer viel nervenaufreibender als vor einem großen Publikum, weil man sieht, ob es jemandem gefällt oder nicht, ob die Menschen dabei sind.
Das klingt irgendwie so komisch, aber ich bin viel nervöser dann. Ach, das ist crazy. Welcome. Ja. Schön, ne? Hello, xin chào cả nhà. Con chào Hello, cô. xin chào. Hello Yannick. Hey. I'm so happy that you're here. And today we're gonna be working on my song, finally, but with all your inspiration, with all your knowledge. It's only been about a couple of days. You must have gone and put a spell on me. I can't get you out from under my veins, singing, oh, my love should be the death of me. I'm not the one to numbly play the fool. So tell me, brother, what's I meant to do? Help me, going crazy over you, singing, oh, my love, you're the fire, I'm the woman. Mama, you should always say it's stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I make the mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way into my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said how good it hurts. Try once, but it's once so much. You end up getting burned. I'm like the gas, only you like the match. Ain't no one else who can burn me like that. So I cross my heart, kill my desire. This is what you get when you play with fire. Ooh, this is what you get when you play with fire. Ooh, this is what you get when you play with fire. Nice. Khi cô hát lần đầu tiên thì cô cũng cảm thấy là cô cũng thấy là lạ. Etwas ungewohnt. Cô chưa tiếp xúc với cái âm nhạc Đức nhiều, tại vì cô đều ở cái dòng dân gian của Việt Nam, cô như cô hát đâu. I think we're gonna start by maybe collecting some sounds. It would be also very cool if you have like maybe some lyrics in Vietnamese. That would be amazing if we could do a bilingual version of it. Cảm động và cô cũng không biết nói gì nữa. Cô lần đầu tiên là cô được kết hợp cây đàn tính hiện đại với cái cây đàn hiện đại của các cháu như vậy là cô cảm động lắm. Ja. Das ist ja super spannend. Hast du recorded, oder? Ja. Ja, komm mal sample. Sehr gut, ne? Ja, sehr gut. Hi. Komm, Minko, komm, Hi. Minko. Hi. Ein bisschen höher, Benjamin? Sollte er vielleicht nicht die Töne spielen? Hay là nên là cái tiếng đàn bầu? Ja, wow, this is gonna be nice. This is gonna be very nice. Thì đối với em thì đang ở đây đang là Sapa, thì chỗ Lai Châu của em cũng không khác lắm, đều là núi cao, rất là nhiều mây và có nhiều ruộng bậc thang. Và tuổi thơ của em thì cũng là những cái hình ảnh đó. Thì khi mà đang ngồi tại đây và được quay trực tiếp tại chương trình Song Trip này để mọi người xét địa điểm ở đây, thì em thấy rất là bồi hồi, rất là xúc động và như kiểu là được quay lại, trở lại một phần tuổi thơ của em. Người sẽ biết thế nào khi người chơi với đám lửa. Người sẽ biết thế nào khi người chơi với đám lửa. Nhưng mà em cái ngày mà anh Nico anh kêu là muốn em viết một cái verse gì đó hay là bất cứ thứ gì đó, em cũng cũng hay đấy, cũng thú vị đấy, cũng hơi gọi là challenge, cũng khá là thử thách đối với em. Tại vì em cũng chưa chuẩn bị. Tức là em chưa bao giờ em làm quen với người Đức, cũng như là làm việc. Thì em chỉ nghe đến Đức là ngày xưa hồi bé em hay ăn xúc xích Đức.
Oh, das ist jetzt schon Ohrwurm. Ja, das war echt, wir haben es so geil gemacht. Ich spiele den Song immer als Intro von meiner Show. Es ist schon seit Jahren war das so. Es sind so voll viele Sachen mit diesem Song passiert oder dank diesem Song. Und den kenne ich jetzt echt gut. Trotzdem hat sich das aber, da zu performen, für die zwei hat sich so angefühlt, als hätte ich den zum allerersten Mal performt oder gerade geschrieben. Und dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Bist du offen davor? Bist du entspannt, wenn jemand an dein Musik rangeht? Oder bist du eher, ja? Ja, also, weil vor allem Musik lebt ja von Einflüssen von anderen. Also, ne, also mein Papa war Jazzmusiker, meine Mama Rockmusikerin, rausgekommen ist ein Popjunge. Deswegen, es war so schön, dass so, okay, mal gucken, was die mit meinem Song machen oder was die vorhaben damit. Und bei Kohong war es so, dass sie gemerkt hat, okay, ey, das ist komplett Neuland. Was kann ich hier geben? Dass man was findet, was trotzdem zu ihr passt, aber auch zu mir passt. Und das ist irgendwie so eine schöne Art. Gleichzeitig ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, sehr schön. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass jeder so irgendwie seinen Part hat. Und ich glaube, wahrscheinlich werden wir gleich noch ein bisschen mehr sehen. Heute hat Tuimi noch was Kleines für uns vorbereitet, wo ich natürlich wie immer nichts weiß, was jetzt gleich passieren wird, aber ich lasse mich überraschen. Vor allem, ich glaube auch A-Side wird sich krass überraschen lassen. Und dann werden wir gucken, was wir daraus basteln können. Das sieht crazy aus. Willkommen zu Cut Cut Village. Lass rein. Sehr gerne. Im Herzen der Bergregion Sapa liegt das traditionelle Katkat-Dorf. Seit dem 19. Jahrhundert leben hier Angehörige der schwarzen Hmong, einer ethnischen Minderheit. Bis heute bewahren sie ihre Kultur und Handwerkskunst. Ein faszinierender Einblick in eine jahrhundertealte Lebensweise. Ciao. Wir haben ein kulturelles Programm für uns vorbereitet. Okay. Oh, krass! Chắc là nó hưởng một tí rồi. Ah, das ist Bambusblüte? Das ist crazy. Wow. Direkt mit dem Mund drin. Okay. Nice. Steht hier. So, und jetzt kommt die letzte Überraschung. Jetzt kommt der Kinderchor. Ja. Hey, wollen wir vielleicht den Chorpart, den wir gestern auf Vietnamesisch gemacht haben, von den Kids noch mal singen lassen? Also super. Hast du den Bounce dabei, dass wir das in dem Key haben? Người sẽ biết thế nào khi người chơi với đám lửa. Nào hát cùng nào. Khi người chơi với đám lửa. Người sẽ biết thế nào khi người chơi với đám lửa. Nice. Thank you so much. Cảm ơn các con rất nhiều. Come on. Cảm ơn con rất nhiều, hay quá. Ich glaube, ich habe alles mitbekommen, was ich mir so erhofft habe, dass ich wunderschöne Landschaft sehe, dass ich wirklich mit Menschen Musik mache hier in Vietnam, die was ganz, ganz Eigenes mitbringen. Instrumente, Stimmen, die ich so noch nie gehört habe. Und ich glaube, heute kam auch alleine das mit dem Tanz, was wir gemacht haben. Man wurde so in diese Tradition
mit hineingeworfen und es war wunderschön, weil man war so ein Teil davon. Ich fand, unsere Gewänder standen uns sehr gut. Come on. Really good. Das sieht ja toll aus. So cool. Also ich fand's so schön, weil seit so ungefähr 50, 100 Jahren sind das jetzt so 500, 600 Menschen, die da leben, die aus allen möglichen Sachen, die da haben, diese Instrumente gemacht haben. Man hat sich natürlich die ganze Zeit überlegt, wie kann man diese Sachen auch irgendwie benutzen oder umsetzen in Songs. Wow. Và mặc dù trong những lúc làm việc thì sẽ có những khoảnh khắc là mà em sẽ hoặc là mọi người sẽ cảm thấy thiếu năng lượng, nhưng mà em chỉ cần thấy anh Nico Santos là em, và em cũng đã hỏi về anh Nico về rất nhiều, đó cách anh làm nhạc, cách anh sáng tác cũng như là cách anh sáng tạo trong cái công việc làm nhạc. Em sẽ giữ lại những cái đó và em sẽ dùng trong những lúc mà em cảm thấy em hơi thiếu năng lượng và hơi thiếu sáng tạo trong đó, thì em sẽ nghĩ đến cái năng lượng của anh Nico, hình ảnh anh Nico đang rất là đầy năng lượng và thu âm bài hát của mình. Vielleicht kriegt man ein Instrument noch rein. Ja, cool. Nice. Was jetzt aber echt sehr, sehr crazy sein wird, ist, wir haben jetzt doch noch mehr Leute eingebaut, als ich eigentlich gedacht habe. In meinem Kopf war es gestern noch nur Mai Qigong und Gong. Jetzt haben wir aber einen Kinderchor mit drin. Jetzt haben wir noch eine Flöte mit drin. Das Budget ist wieder gesprungen. Und die alle morgen zu performen. Ich bin sehr gespannt, wie wir das hinbekommen. Và không ngờ là được cái bài này rất là hay ấy. Cô thấy hay, cực kỳ hay. Đấy, cô cứ nghe đi nghe lại mãi. Cô rất là hào hứng và rất là mong chờ những cái lúc đấy thì cô với Công sẽ thể hiện những cái bài đấy. Năm nay Tết Nguyên đán ở Việt Nam đó chính là năm con ngựa, và theo em có tìm hiểu hình như là con ngựa lửa. Thì bài hát Play with Fire cũng có lửa trong đó. Hast du aber nicht dran gedacht, das war auch ein Zufall. Wow. Thì hy vọng là cái bài hát này sẽ là một cú hích remake lại, sẽ là một cú hích sẽ là lớn và thật là bùng cháy như một con ngựa lửa và phi, và mọi người sẽ là yêu thích nó. Wow. War schön. Oh, das ist also, ja echt. Für mich ist es jetzt auch nochmal echt schöner Moment, das so zu sehen und dann auch noch mit euch hier, ne, so das Revue passieren zu lassen und zu sehen, okay, ey, krass, ich habe echt viel erlebt, ich habe echt viel gesehen, ich habe viel gesehen, was anders ist. Der ganze Trip, es war immer so Liebe im Raum. Harmonie, ne? Harmonie, alles war so in der Luft und es war immer so, ey, egal ob Essen, egal um was es ging, Musik, es war einfach immer so, es ist schön, gerade hier zu sein. Für mich ist das ein unglaublich schöner Beweis für Koexistenz. Ja. Wie man in der heutigen Zeit voller Konflikte doch zueinander finden kann und dass es eben auch anders geht. Absolut. Ganz genau, das ist Amen. Das hat mir so viel gegeben, egal wie anstrengend es auch für einen ist. Also du weißt, du musst funktionieren, weil es gibt ja diese finale Performance. Du willst die ja auch abliefern, du willst ja eine coole Version machen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt gleich aussehen wird, weil ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Ja, genau. Ich lasse es jetzt passieren. Let's do it. It's only been about a couple of days. You must have gone and put a spell on me. I can't get you out from under my veins, singing, oh my Lord, be the death of me. I'm not the one to normally play the fool, so tell me, brother, what's I meant to do? Half mad, going crazy over you, singing, oh my God, you're the fire, I'm the fuel. When my mama
of your shit always says you put the kid in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way into my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said how good it hurts. I tried it once, but it's once too much. You end up getting burned. I'm like the gasoline, you like the match. Ain't no one else who can burn me like that. So I cross my heart, kill my desire. This is what you get when you play with fire. This is what you get when you play with fire. Chỉ mới xảy ra vài ngày trôi qua, em đã rời đi và bỏ lại bùa trong ta. Anh đã chẳng quên được chuyện tình đôi ta. Người đã cướp trái tim xong lại thiêu nó thành tro tàn. Anh không biết đâu nhưng chẳng thể nào quay lưng. Anh đã cố vui nhưng cứ mỉm cười dưng dưng. Thấy rõ xa về những gì ta đã từng. Nỗi đau giờ này chẳng thể dừng. Ai 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 ha ha. Đêm đã dần trôi qua rồi. Ai 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 ha ha. À thế rồi. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said how good it hurts. I tried it once, but it's once too much. You end up getting burned. I'm like the gasoline, you like the match. Ain't no one else who can burn me like that. So I cross my heart, kill my desire. This is what you get when you play with fire. Chơi với anh lừa. Chơi với anh lừa. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. No one ever said how good it hurts. I tried it once, but it's once too much. You end up getting burned. Oh. Okay. What you do when you play with fire? Come on, Vietnam! Nice. Und direkt danach hat es angefangen zu regnen. Wir mussten alle schnell. Es war wirklich direkt nach der Performance. This is what you get when you play This with is what fire. you get when you play with fire. Comes. Und wirklich, es hat angefangen zu gießen und wir waren so, weißt du was, Ich glaube, so wir haben sollte es. es sein. Ich glaube, wir haben es. Und es war wirklich unglaublich. Das Ja. Gebet Ja. von dir hat geholfen. Ich meine, es war wirklich die Crescendo war das tatsächlich die Performance. Ja, danke. Also wenn so ein Remix sich ergibt oder ein Featuring, dass es ein Plus ist Ja. und nicht nur ein Muss. Ja. Was man, und das war wirklich ein Plus. Also das kannst du 100%. nicht besser machen. Das ist 100%. ein perfektes Video für so einen Song. Ich könnte nicht glücklicher sein. Jetzt vor allem, wenn ich das zum ersten Mal jetzt Ja. sehe, bin ich sehr, sehr glücklich. Ich glaube, in der heutigen Zeit, vor allem in der heutigen Zeit, ist es wichtig, ganz, ganz viel mitzubekommen, wie es woanders ist, was für kulturelle Unterschiede man hat, um einfach daraus zu lernen. Weil ich gehe jetzt mit einem anderen Bewusstsein wieder nach Hause, als mit dem ich hier hingekommen bin. Egal an was man glaubt, egal wie man meint, wie ein Alltag aussehen sollte, irgendwo anders sieht er ganz anders aus. Und irgendwie, das ist schön zu wissen, dass das so ist und dass es trotzdem funktioniert und dass Menschen, egal in was für einer Lage sie sind, glücklich sein können. Und ja, das war mein Songtrip. Wow. Bin sehr beeindruckt. Well done, Also echt, Niklas. ja. Vielen Dank. Danke sehr. Danke, Songtrip.